Dialog 1. Eine E-Mail von der Schule. Hallo Felix, hast du kurz Zeit? Ich wollte dich etwas fragen. Ja, klar. Was ist los? Ich habe heute eine E-Mail von der Schule meiner Tochter bekommen. Und jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Worum geht es denn? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Die Mail klingt nicht direkt schlimm, aber auch nicht ganz harmlos. Ah, verstehe. Was steht denn drin? Da steht, dass die Klassenlehrerin mich gern nächste Woche zu einem kurzen Gespräch treffen möchte. Sie schreibt, es gehe um die aktuelle Entwicklung meiner Tochter im Unterricht und im Schulalltag. Das klingt wirklich nicht nach etwas ganz Konkretem. Genau. Und genau das macht mich nervös. Wenn in so einer Nachricht nichts Genaues steht, denkt man sofort an alle möglichen Dinge. Ja, das kenne ich. Man liest ein paar neutrale Sätze und macht sich dann trotzdem Sorgen. Ja. Und natürlich frage ich mich jetzt sofort, ob etwas nicht stimmt. Wie läuft es denn im Moment bei deiner Tochter in der Schule? Eigentlich dachte ich ganz normal. Sie geht morgens hin, macht meistens ihre Hausaufgaben und bei den letzten Elternbriefen war nichts Besonderes dabei. Hat sie selbst irgendetwas gesagt? Nicht wirklich. Wenn ich frage, wie es in der Schule war, sagt sie meistens nur ganz normal. Das ist ja auch eine typische Antwort. Ja, leider. Man bekommt nie viel mehr als 2 Sätze. Was? Ich überlege nur, ob es vielleicht auch gar nichts Dramatisches sein muss. Vielleicht möchte die Lehrerin einfach über ein paar Dinge sprechen, die ihr aufgefallen sind. Ja, das kann natürlich sein. Aber warum schreibt man dann nicht genauer, worum es geht? Vielleicht wollte sie das lieber persönlich sagen. Manche Lehrer machen das so. Ja, wahrscheinlich. Trotzdem bin ich jetzt schon nervös, obwohl das Gespräch noch gar nicht stattgefunden hat. Wann wäre denn der Termin? Sie hat 2 Vorschläge gemacht. Dienstag nach dem Unterricht oder Donnerstag am Vormittag. Und kannst du an einem der beiden Tage? Dienstag würde gehen. Donnerstag ist bei mir auf der Arbeit schlecht. Dann würde ich einfach den Dienstag nehmen und vorher nicht zu viel hineininterpretieren. Ja, das klingt vernünftig. Hast du überlegt, deine Tochter heute Abend in Ruhe zu fragen, ob in der Schule etwas war? Ja, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn ich zu direkt frage, merkt sie sofort, dass ich etwas weiß. Und dann blockt sie vielleicht erst recht ab. Stimmt. Dann vielleicht nicht gleich mit der E-Mail anfangen. Sondern, Eher allgemein. Wie es ihr gerade geht, ob in der Klasse alles okay ist, ob es mit den Hausaufgaben oder mit Mitschülern irgendwelche Probleme gibt. ja, das ist wahrscheinlich besser. Und wenn sie nichts sagen will, dann weißt du wenigstens, dass du nächste Woche mit der Lehrerin reden kannst. Ja, Ist deine Tochter im Moment irgendwie anders als sonst? vielleicht ein bisschen stiller, aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur einbilde, weil diese E-Mail gekommen ist. Ja, das ist immer schwierig. Sobald man so eine Nachricht bekommt, sieht man plötzlich alles anders. Genau. Dann denkt man sofort, war sie gestern nicht auch schon komisch? Hat sie letzte Woche nicht auch einmal gesagt, dass sie keine Lust auf Schule hat? Ja, und vieles davon ist wahrscheinlich ganz normal. Stimmt. Trotzdem macht man sich natürlich Gedanken. Klar. Das ist ja auch normal. Weißt du, was mich am meisten stört? Was denn? Dass ich bis zum Gespräch jetzt wahrscheinlich ständig darüber nachdenken werde. Dann antworte der Lehrerin heute noch. Dann hast du wenigstens einen festen Termin und musst nicht auch das noch vor dir herschieben. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und dann redest du heute Abend ruhig mit deiner Tochter, ohne Druck. Ja. Ich will auf keinen Fall, dass sie gleich das Gefühl hat, sie hätte etwas falsch gemacht. Genau. Vielleicht geht's ja auch gar nicht um etwas Negatives. Vielleicht. Aber das Wort Entwicklung klingt irgendwie so offiziell. Ja, das stimmt. Aber Lehrer schreiben oft so. Wahrscheinlich.
Was willst du der Lehrerin denn antworten? Wahrscheinlich nur kurz, dass der Termin am Dienstag für mich passt und dass ich den Termin gern wahrnehme. Das reicht völlig. Ja, ich neige bei solchen Sachen immer dazu, schon in der Antwort zu fragen, worum es genau geht. Das kannst du natürlich machen. Aber vielleicht bringt es dir nicht viel, wenn sie dann nur schreibt, das besprechen wir in Ruhe nächste Woche. Ja, wahrscheinlich. Dann bin ich am Ende genauso schlau wie vorher. Eben. Hm. Was? Es hilft mir gerade wirklich, dass du so ruhig bist. Gut. Dann hat dieses Gespräch ja schon einen Zweck. Ja. Allein wäre ich wahrscheinlich schon bei der 3. Katastrophentheorie angekommen. Dann warte lieber erstmal das Gespräch ab. Ja, Und bis dahin versuch normal zu bleiben. ich versuche es. Mehr kann man im Moment sowieso nicht machen. Stimmt. Dann schreibe ich der Lehrerin jetzt und frage meine Tochter später ganz normal, wie ihr Tag war. Genau. Das klingt nach einem guten Plan. Danke, Gern. Sag mir danach Bescheid, wie es gelaufen ist. mache ich. Dialog 2. Ein Missverständnis im Büro. Markus, hast du kurz einen Moment? Ja, natürlich. Was gibt's? Ich wollte mit dir über heute Vormittag sprechen. Irgendwie hatte ich danach das Gefühl, dass es ein kleines Missverständnis gab. Wegen der E-Mail an den Kunden? Ja, genau deswegen. Okay. Was meinst du genau? Als du vorhin gesagt hast, ich soll die Nachricht noch heute rausschicken, habe ich das so verstanden, dass sie sofort rausgehen soll. Deshalb habe ich alles andere liegen lassen und sie direkt geschickt. Ah, Ja. Und später klang es dann so, als hättest du eigentlich gemeint, dass ich erst noch die Zahlen von Julia abwarten sollte. ja, so war es auch gemeint. Genau. Und deshalb dachte ich, wir sollten lieber kurz darüber reden, bevor es komisch zwischen uns bleibt. Ja, das ist gut. Dann können wir es direkt klären. Mir war wichtig, dass du nicht denkst, ich hätte einfach nicht richtig zugehört. Nein, das denke ich nicht. Ehrlich gesagt war meine Formulierung wahrscheinlich nicht ganz eindeutig. Wirklich? Ja, ich habe nur gesagt, bitte heute noch rausschicken. Aber ich hätte klarer sagen sollen, dass du vorher noch auf die Zahlen warten sollst. Okay. Was? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen erleichtert, dass du das so siehst. Ich hatte nämlich kurz das Gefühl, du wärst genervt von mir. Nein, nicht von dir. Ich war eher genervt von der Situation, weil der Kunde so kurzfristig wieder etwas geändert hat. Ja, das war wirklich unpraktisch. Genau. Und dann habe ich wahrscheinlich selbst ein bisschen hektisch gesprochen. Ja, es war heute Vormittag sowieso ziemlich viel auf einmal. Stimmt. Ich habe die Mail nach bestem Wissen geschrieben, aber als du später gefragt hast, warum die neuen Zahlen noch fehlen, habe ich sofort gemerkt, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Ja, das war genau der Punkt. Und ich dachte dann erst, oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Es ist ja auch kein riesiger Fehler passiert. Die E-Mail war im Grunde in Ordnung, nur eben noch nicht ganz vollständig. Ja, zum Glück konnten wir die zweite Nachricht ja schnell nachschicken. Eben. Deshalb ist der Schaden wirklich klein? Trotzdem war mir das unangenehm. Das verstehe ich. Vor allem, weil ich noch nicht so lange im Team bin und natürlich einen guten Eindruck machen möchte. Ja, klar. Aber gerade dann ist es doch gut, wenn man solche Sachen direkt anspricht. Ja, das dachte ich auch. Viele hätten wahrscheinlich einfach nichts gesagt und sich nur geärgert. Ja, aber dann bleibt so etwas oft im Kopf. Genau. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Wenn es hektisch wird, frage ich manchmal nicht mehr nach, obwohl ich innerlich noch eine Unsicherheit habe. Ich denke dann immer, jetzt lieber schnell machen als noch einmal stören. Ja, das kenne ich. Aber gerade in solchen Momenten ist Nachfragen oft besser. Stimmt wahrscheinlich. Vor allem, wenn es um Kunden geht. Lieber einmal mehr kurz klären, als später 2 Mails schreiben. Ja, da hast du recht. Und ich muss vielleicht auch klarer sagen, was genau ich meine. Dann waren wir heute wohl beide nicht ganz ideal. So kann man es sagen. Sehr diplomatisch. Ich gebe mir Mühe. Danke jedenfalls, dass du das jetzt nicht größer machst, als es ist.
Nein, wozu auch? Solche Missverständnisse passieren im Arbeitsalltag. Ja, aber wenn man selbst beteiligt ist, fühlt es sich immer direkt größer an. Das stimmt. Und ich glaube, ich wollte auch nicht bis morgen mit diesem Gefühl nach Hause gehen. Ja, dann war es gut, dass du jetzt kurz vorbeigekommen bist. Ich hatte erst überlegt, ob ich es überhaupt ansprechen soll, Und warum hast du es dann doch gemacht? weil ich gemerkt habe, dass ich sonst den ganzen Nachmittag darüber nachdenken würde. Verständlich. Und ich finde es ehrlich gesagt angenehmer, wenn man solche Dinge direkt klärt und nicht erst lange schweigen muss. Da bin ich ganz deiner Meinung. Gut, dann bin ich jetzt beruhigter. Das freut mich. Für das nächste Mal weiß ich jedenfalls, wenn etwas nicht ganz klar ist, frage ich lieber noch einmal nach. Genau. Und du? Ich versuche in stressigen Momenten nicht zu kurz und zu schnell zu sprechen. Das klingt nach einem fairen Plan. Finde ich auch. Dann war dieser kleine Fehler am Ende vielleicht sogar nützlich. Zumindest haben wir jetzt etwas daraus gelernt. Ja, Und der Kunde hat am Ende alle Informationen bekommen. Das ist ja die Hauptsache. stimmt. Also gut, dann ist das Thema für mich erledigt. Für mich jetzt auch. Danke dir. Gern. Und wenn wieder etwas unklar ist, komm einfach direkt vorbei. Mach ich. Dialog 3. Ein Wochenende, das ganz anders lief als geplant. Und? Wie war dein Wochenende? Du wolltest doch eigentlich mit Freunden an den See fahren. Ja, das war der Plan. Aber am Ende lief alles ganz anders. Oh, was ist passiert? Eigentlich fing es schon am Samstagmorgen an. Da hatte ich noch gute Laune, das Wetter war schön und ich dachte, perfekt, endlich mal ein entspannter Tag draußen. Klingt erstmal gut. Ja. Dann schrieb mir aber einer aus der Gruppe, dass er später kommt, weil sein Auto Probleme macht. Kurz danach sagte eine andere, sie habe plötzlich Kopfschmerzen und sei vielleicht doch nicht dabei. Ah, okay. Dann wurde es schon unsicher. Genau. Und trotzdem dachten wir zuerst noch, das kriegen wir schon hin. Ja, Ich habe dann meine Sachen gepackt, Essen vorbereitet und war eigentlich fast startklar. Und in dem Moment rief meine Schwester an. lass mich raten. Sie brauchte spontan Hilfe? Natürlich, Klassiker. ja. Sie war mit ihrem Sohn unterwegs und meinte, sie müsse kurzfristig zu einem Termin und ob ich vielleicht 2 Stunden auf ihn aufpassen könnte. Oh, Ja, genau. Ich wollte erst Nein sagen, aber sie klang ziemlich gestresst. und dann hast du natürlich Ja gesagt. Ja. Verstehe ich. Ich dachte ja auch noch, dass ich vielleicht später einfach nachkommen kann, aber daraus wurde natürlich nichts, Warum nicht? weil sich währenddessen die ganze Planung verändert hat. Einer sagte ab, der nächste hatte keine Lust mehr und am Ende schrieb jemand in die Gruppe, lassen wir es vielleicht lieber ganz. Ach, schade. Ja. Und dann stand ich plötzlich zu Hause, hatte schon alles vorbereitet und wusste nicht so richtig, was ich mit dem Tag anfangen soll. Das ist wirklich frustrierend. Vor allem, weil ich mich die ganze Woche drauf gefreut hatte. Ja, dann fühlt sich so etwas immer doppelt ärgerlich an. Genau. Und was hast du dann gemacht? Erstmal schlechte Laune gehabt. Ehrlich wenigstens. Ja. Ich war wirklich genervt. Nicht nur von den anderen, sondern auch von mir selbst, weil ich wieder versucht habe, alles irgendwie passend zu machen. Was? Ich glaube, du hoffst bei solchen Plänen oft sehr lange, dass sie doch noch funktionieren, obwohl eigentlich schon klar ist, dass es schwierig wird. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und dann hältst du dir den ganzen Tag frei und wartest innerlich noch auf die gute Wendung. Genau so war es. Verstehe. Und am Nachmittag war ich dann erst recht unzufrieden, weil ich dachte, jetzt ist der halbe Tag vorbei und ich habe nichts von dem gemacht, worauf ich mich gefreut hatte. Ja, das kenne ich. Wenn ein Plan wegfällt, braucht man oft erstmal ein bisschen Zeit, um umzuschalten. Genau. Hast du den Tag dann wenigstens noch irgendwie genutzt? Ja, später schon. Als mein Neffe wieder abgeholt wurde, bin ich allein
noch eine Stunde spazieren gegangen. Immerhin. Ja, und das war am Ende auch ganz gut. Ich habe gemerkt, dass ich frische Luft eigentlich trotzdem gebraucht habe. Ja. Manchmal ist die einfachere Lösung dann doch besser als gar nichts. Stimmt. Danach habe ich zu Hause gekocht, einen Film geschaut und versucht, mich nicht weiter zu ärgern. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man es im Nachhinein betrachtet. Ja, im Nachhinein war es nicht mehr ganz so schlimm, aber in dem Moment war ich wirklich enttäuscht. Klar, Ich glaube, das Problem war nicht nur der geplatzte Ausflug, es war eher dieses Gefühl, dass ich meine Erwartungen schon so hoch gesetzt hatte. ja, das macht viel aus. Und wenn dann alles anders kommt, fühlt es sich an, als wäre der ganze Tag kaputt. Dabei war er vielleicht einfach nur anders. Schön gesagt. Danke. Wahrscheinlich hast du recht. Natürlich habe ich recht. Sehr bescheiden. Immer. Weißt du, was mich noch genervt hat? Was denn? Dass ich im ersten Moment innerlich auf alle sauer war. Auf meine Freunde, weil sie abgesagt haben. Auf meine Schwester, weil sie Hilfe brauchte. Auf das Wetter fast auch noch, obwohl das gar nichts dafür konnte. Ja, aber das ist doch menschlich. Vielleicht. Später war ich dann wieder ruhiger und dachte, eigentlich konnte niemand richtig etwas dafür. Genau. So etwas passiert einfach manchmal. Ja, Und was hast du daraus gelernt? dass ich bei solchen Gruppenplänen vielleicht nicht schon morgens alles emotional darauf setzen sollte Das klingt sinnvoll. und vielleicht auch, dass ein freier Tag nicht komplett verloren ist, nur weil Plan A nicht klappt. Genau. Man braucht manchmal einfach einen Plan B, der nicht so groß ist, aber trotzdem gut tut. Ja, das merke ich mir. Sehr gut. Und wie war dein Wochenende? Viel ruhiger. Ich habe ausgeschlafen, meine Wohnung aufgeräumt und am Sonntag meine Eltern besucht. Das klingt fast beneidenswert, unkompliziert. War es auch, aber ganz ehrlich, dein Wochenende klingt chaotischer, dafür aber auch interessanter. Das sehe ich im Moment noch nicht ganz so. Gib dir noch einen Tag, dann klingt es nur noch halb so schlimm. Wahrscheinlich. Und nächstes Mal klappt der Ausflug vielleicht wirklich. Ja, hoffentlich. Aber dann plane ich innerlich etwas weniger fest damit. Ich lerne langsam dazu. Das reicht fürs Erste.